In diesem Video möchte ich dir einmal etwas über die Farben in Procreate erzählen. Ich habe mir einmal das iPad genommen und Procreate geöffnet und jetzt zeige ich dir einmal, wie da die Farbpalette funktioniert, wie du verschiedene Farben einstellst und wie du dir deine eigene Farbpalette anlegst. Ja, gehen wir einmal zum iPad und dann siehst du hier schon, ich habe hier mal irgendwann eine Zitrone gemalt. Ich habe die so ein bisschen schattiert. Ich nehme da gleich einfach nur Farben raus. Deswegen habe ich die jetzt hier so hingelegt. Farben findest du in Procreate hier oben rechts. Da ist so ein kleiner Kreis, ein Klecks sozusagen. Und da ist alles drin, was Farben in Procreate ausmacht. Unter anderem siehst du hier einmal meine Farbpaletten. Wenn ich hier unten auf Paletten klicke, dann habe ich hier verschiedene Farbpaletten drin. Oftmals kann man die kostenlos herunterladen und dann auch importieren und sich auch selber welche erstellen. Der Punkt ist der, wenn du eine Palette bekommst, ne, zum Beispiel auf meiner Webseite bekommst du kostenlose Farbpaletten, kannst du dir einmal runterladen, da ist eine Datei drin, die heißt Procreate. Wenn du die öffnen möchtest, dann gehst du einfach hier unter Dateien auf dein iPad, klickst da einmal drauf und dann lädt die sich hier in Procreate rein. Jetzt musst du noch wissen, wenn die hier kommt, dann ist die meistens hier unten. Das heißt, du musst die erstmal als Standard einstellen, damit die nach oben rutscht. Wenn ich jetzt hier auf als Standard einstellen klicke, dann rutscht die irgendwann beim nächsten Starten hier nach ganz oben. Jetzt im Moment habe ich die noch hier unten, aber immerhin ist sie schon mal Standard und ich kann die Farben davon nehmen. Was ich aber möchte, ich möchte mir eine eigene Farbpalette anlegen. Jetzt zeige ich dir einmal hier die verschiedenen, ja, einmal der Ring, dann habe ich hier klassisch, dann habe ich Harmonie oder eben auch den Wert. Da kann ich überall mir Farben rauspicken. Wie mache ich das jetzt? Also am besten ist immer, ich habe schon mal so halb im Kopf, was ich da überhaupt machen möchte. Wenn ich das nämlich habe, dann kann ich dementsprechend mit irgendeiner Farbe anfangen und von da aus dann gucken, welche dazu harmonisch passt. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich jetzt hier mal irgendeine Farbe anwähle, ja, dann kann ich hier, ich nehme mal lieber eine andere, dann kann ich jetzt hier auf Harmonie gehen und wenn ich dann jetzt hier meinen Kreis bewege, dann wird mir immer noch welche angezeigt, die dazu harmonisch sind und die ich dann quasi dazu nutzen kann. Ja? Wenn ich jetzt hier draufklicke, siehst du immer, das ändert sich dann hier oben. Ja? Dann kann ich immer hier weitere Farben auswählen und die in meine Farbpalette hereinpacken. Und das ist das erste, was ich dir einmal zeigen möchte. Ich gehe jetzt einmal unter Paletten und erstelle mir eine neue Farbpalette. Also klicke ich hier oben auf das Plus und sage neue Palette erstellen und ja, die ist jetzt hier irgendwo, nämlich ganz oben und sagt, die heißt jetzt Untitled. Und das kann man natürlich ändern. Wir können jetzt erstmal der Farbpalette einen Namen geben. Und ich sage jetzt einfach mal, das ist jetzt mal unsere Zitrone. Und dann sage ich dann, und meine Farbpalette heißt jetzt schon Zitrone, hat aber überhaupt noch keine Farben drin. So, wie kommen jetzt die Farben da rein? Ich muss ja erstmal eine picken, sozusagen. Ja, also ich gehe mit dem Finger hier einfach auf mein Bild. Und wenn ich das gemacht habe, dann erscheint hier oben rechts in der Ecke die Farbe. Und wenn ich die jetzt in der Palette haben möchte, ich tippe jetzt einfach hier mit meinem Stift hier rein und schon habe ich die Farbe hier drin. Jetzt kann ich die Farbe natürlich noch löschen oder eben hier noch weitere anlegen. Das werde ich jetzt mal tun. Und zwar gehe ich da wieder genauso vor. Ne? Jetzt nehme ich mal hier die nächste, eine etwas dunklere Farbe. Ne? Ich sage ja vom Schattieren. Klicke ich auch noch mal hier rein. Und du siehst, das ist schon die zweite Farbe, die ich dann hier drin habe. Und das machen wir jetzt einfach so weiter, damit wir alle Farben von dieser Zitrone in unserer Palette haben. Ja, einmal das Grün ist noch da drin. Ja, dann vielleicht hier dieses dunkelgrau, mit dem ich hier auch dieses Splatter gemacht habe. Und du siehst, ich gehe automatisch im Prinzip ja fast von hell nach dunkel. Wenn ich das nicht ganz getan habe, kann ich die Farben aber auch hier noch verschieben. So habe ich hier eine schöne Farbreihenfolge sozusagen. Ich kann hier immer noch mal so ein bisschen, ja, hier reingehen. Ist immer noch so ein bisschen anders dann schattiert, weil ich dann wahrscheinlich mehr oder weniger stark hier aufgedrückt habe. Ja. Jetzt habe ich hier ein ganz dunkles Grün. Das will ich, ja, können wir einfach mal behalten.
Hier nochmal eine andere Farbe. Geben die hier rein. Jetzt siehst du schon, die ist jetzt hier ganz hinten, die möchte ich aber zu den Gelbtönen haben, schiebe ich also wieder rüber. Also, ich gehe, um jetzt eine harmonische Farbe zu finden, einfach nochmal hier rein, wähle die Farbe aus, gehe dann unter Harmonie. Jetzt druppelt sich das hier alles um einen Punkt und ich hätte jetzt gerne dieses Aprikot. Dann klicke ich hier drauf, dann ist dieses Aprikot hier oben unter meinen Farben und ich klicke hier auf Paletten und dann klicke ich hier neben und dann erscheint die neue Farbe auch in meiner Farbpalette und ich weiß, dass diese harmonisch zu meinen Gelbtönen ist und halt auch schön passt. Ja? Und wenn man das jetzt hier so sieht, sieht man ja auch, das passt richtig gut. Jetzt ist sie aber gar nicht in meinem Dokument, deswegen werde ich die wieder los. Das heißt, ich klicke hier einfach länger drauf und sage dann löschen und dann ist sie auch schon wieder weg. Ja? Dann kann ich das wieder hier rüberschieben, wie auch immer, wie ich das gerne hätte, um meine Farben damit anordnen. Das bleibt natürlich alles dir überlassen. Interessant ist jetzt noch, dass ich natürlich meine Farbwerte auch verändern kann. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal diese Farbe hier aufnehme, dann habe ich die hier oben wieder drin. Gehe ich unter klassisch, dann kann ich hier nochmal, oder hier unter Wert, dann kann ich hier die Werte verändern. Ja? Dann passen die Farben halt auch immer zu meiner Farbpalette. Du siehst, hier ist wieder das Aprikot, diesmal jedoch ein bisschen stärker oder ich mache das Gelb ein bisschen heller. Wie auch immer, wenn ich noch mehrere Farben haben will, komme ich so zu weiteren Farben in meiner Farbpalette. Ja? Jetzt habe ich hier ein ganz helles Gelb. Ich weiß aber dadurch, dass ich mich hier an diesen Paletten bediene, an Harmonie und Wert und ja, klassisch kann ich auch noch nehmen oder den Ring, dass die Farben alle irgendwie zueinander passen und sich nicht beißen. Das ist schon mal ganz viel wert, ne? Und wenn ich dann fertig bin mit meiner Farbpalette, dann kann ich die auch exportieren oder teilen, ne? Wenn ich jetzt hier auf Teilen gehe, dann kann ich die auf meinem iPad in Dateien sichern, in der Dropbox speichern oder auf Pinterest merken. Ich kann die auch per AirDrop an meinen Computer schicken. Das bleibt natürlich mir überlassen. Wichtig ist, dass, ich habe es jetzt abgebrochen, klar, dass ich auf diese Weise meine Farben sichern kann. Ja? Ich kann die im Prinzip in meinem Ordner hier auf dem iPad sichern und zu jeder beliebigen Zeit wieder hier reinladen. Oder natürlich auch teilen, ja, und so mache ich das meistens. Meistens findest du hier einen Link unterm Video und dann kannst du da draufklicken und auf der Webseite dich in den Newsletter eintragen. Dann hast du Zugang zum kompletten Backstage-Bereich, das heißt, du kannst dir alle Farbpaletten, alle Dateien herunterladen und bist dann auch im Newsletter, wo du dich aber auch umgehend wieder austragen kannst und einfach nur alle Dateien herunterladen kannst. Das bleibt komplett dir überlassen. Du verpasst aber natürlich meinen Newsletter, den ich dir jede Woche schicke, wenn ein neues Video rauskommt. Dann wirst du einmal kurz daran erinnert. Wie gesagt, kein Muss, no hard feelings. Wenn du dich wieder austrägst, wunderbar, kein Problem. Wichtig ist nur, dass du verstehst, wie das hier mit den Farben funktioniert, wie du auch eigene Farben und Farbpaletten erstellst hier in Procreate, weil das ist ja eigentlich eine ganz wichtige Sache, ne? Dass man so seine eigenen Farben einmal erstellen kann. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und vor allen Dingen hilft es dir auch, Procreate weiterhin besser zu verstehen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und vergiss natürlich auch nicht, auf den Like-Button zu klicken. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.